Erde nach dem super Meteoriteneinschlag. Ich komme mir schon ein bisschen vor wie Mad Max. Au, ich klemm. Also, da muss ich ja. Vollgas? Vollgas. Wir sind im Westen Teneriffas und schauen uns hier die zwei jüngsten Vulkane an, den Chiniero und den Garachico. Das hört sich voll echt spanisch an, wie ich das sage. Kaum 100 Meter nach dem Parkplatz ergibt sich das Bild hier. Wow! Hätte ich jetzt nicht so einen ersten Eindruck erwartet. Wie so, als ob wir mitten in so einer Modellbau-Eisenbahnlandschaft sind. Wie reingesteckte Bäumchen so. Es fehlt nur noch so die kleine Lok, die hier durchfährt. Der Weg ist auch sehr, sehr schön angelegt. Also schaut ja alles ein bisschen wie ja, so. Aber ich bin gerade noch ein bisschen geflasht von dieser Umgebung. Natürlich haben wir Fotos und Tourbeschreibungen vorher angeschaut, aber wenn man dann plötzlich hier drin steht, dann ist das schon beeindruckend. Die Tour startet hier auf rund 1250 Höhenmetern und man sieht auch, wir sind über der Wolkengrenze. Sehen wir das erste Mal auch live so eine kanarische Kiefer mit den ganz, ganz langen und weichen Nadeln. Man sagt hier, die kämmen quasi die Feuchtigkeit aus den Wolken heraus durch die langen Nadeln. Das Wasser kondensiert dann und so holen die ihr notwendiges Wasser quasi aus den Wolken, weil hier im Boden scheint es nicht so feucht zu sein. Der Weg quert hier jetzt so ein Lavafeld und so sieht es dann nach ein paar hundert Jahren nach einem Ausbruch aus. Eine Besonderheit dieser Tour ist, dass sie auf dem insgesamt 14 Kilometer langen Wegabschnitt mehrfach ihr
ihr Landschaftsbild komplett verändert. Und zwar laufen wir jetzt hier in diesem Vulkanaschebereich direkt in einen relativ dichten Kiefernwald hinein. Ich gebe zu, ich freue mich auch auf ein bisschen Schatten. Aus dem Wald geht's nahtlos über ganz leichter Bimsstein, hat quasi gar kein Gewicht, sehr porös und ganz leicht und macht keinen Dreck, schön. Wir haben Glück. Wir haben uns fast gedacht, dass es sonntags geöffnet ist und unter der Woche wahrscheinlich wieder gesperrt ist, aus irgendwelchen Gründen. Ja, und es ist. Tatsächlich teilweise tageweise gesperrt wegen Jagd. Selbst wenn wir jetzt erst wenige Tage auf Teneriffa sind, eins haben wir schon gelernt. Gerade die bekannteren Routen, die man auch in den entsprechenden Portalen findet und die Highlights auf der Insel, man muss sich vorher immer erkundigen. Wir hatten in den ersten 3 Tagen 3-mal den Fall, dass die ausgesuchten Wege, die wir gehen wollten, gesperrt waren. So, ein beliebtes Spiel hier auf Teneriffa ist, ja, das endet dann entweder mit Umkehren oder mit Augen zu und durch, auch wenn es natürlich jetzt nicht sehr schön ist. Also teilweise sind die Wege hier schon ziemlich stark eingefasst. Das schaut jetzt zwar nicht nach wahnsinnig anspruchsvollem Wanderweg aus, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. So hat man wenigstens schön Zeit, sich die tolle Landschaft anzuschauen, muss sich nicht auf die Wegfindung konzentrieren. Und es ist ja auch gerade egal, ob die Steine jetzt da sind oder nicht. Ansonsten wird man halt hier irgendwo in der Pampa rumlaufen. Wir kommen jetzt Richtung des Vulkans Chiniero. Man sieht auch schon, die Lavafelder hier wirken ganz anders. Viel felsiger, nicht so poröser, leichter Lavastein, sondern die wirken irgendwie viel massiver. Schatten gesetzt und nach 2 Minuten wimmelt's um uns rum vorhin. Überall raschelt's und voll aus allen Ritzen kommen sie raus. Und Julia füttert mal wieder hier. Also wer keine Eidechsen mag, sollte sich nicht am Wegesrand hinsetzen hier. Ist ja. Ich habe drauf gewartet. Also die werden immer frecher, je länger wir hier sitzen. Die haben gar keine Scheu mehr. So, also ich fütter noch mal. Das hat man ja nicht alle Tage hier. Hier, das ist dann immer locker. Hier ein bisschen Käse, Ziegenkäse. Oh, wollt ihr lieber Salami? Seid ja Spanier.
So, wir sind jetzt am Ciniero. Die Umrundung des Cinieros wird hier mit 5,7 Kilometer angegeben. Und die machen wir jetzt im Uhrzeigersinn. Da eröffnet sich ein tolles Bild. Der Teide mit dem Pico Viejo und hier hinten unser nächster Vulkan. Dieses ist nicht irgendwie, weil mir was wehtut, sondern immer nur, weil ich so ein bisschen so Also hier auf dieser Rundtour gibt es sehr viele Momente, wo man sich denkt, wow. Also wow und ist übrigens Synonym. Das ist jetzt eher wow. So schön weich. Bäume streicheln habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, sieht man übrigens schön, das ist ein alter, wie unschwer zu erkennen ist, die verkohlte Rinde. Diese Bäume haben eine Fähigkeit, hier gibt es ja des Öfteren Waldbrände und die äußerste Kruste brennt, verkohlt, sieht es hier, ist wirklich verbrannt. Aber der Baum regeneriert sich dann auch ganz schnell wieder und treibt innerhalb weniger Wochen nach dem Waldbrand schon wieder die ersten Triebe aus. Also sprich, den macht ein Waldbrand nichts aus. Gerade bei den dickeren Bäumen hier sieht man, dass die alle schwarz sind. Wir hatten vor 2 Jahren auf Gran Canaria den Umstand, dass wir beim Wandern durch ein Stück Wald gelaufen sind, der vor kurzem erst wenige Wochen oder wenige Monate vorher gebrannt hatte. Da hat es wirklich noch nach verbranntem Holz gerochen. Und man hat aber gesehen, dass schon die ersten Triebe wieder kamen. So eine ganz skurrile Atmosphäre. Wow. Hier weht gerade ein ganz leichtes Lüftchen, aber das hört sich hier diesem Kiefernwald ganz pompös an. Fast schon ein bisschen wie Brandung am Meer. Das ist ganz schön lautes Rauschen, aber angenehmes Rauschen. Ansonsten ist es mucksmäuschenstill hier. Kein Vogelgezwitscher, keine Insekten, nicht mal Eidechsen hier komischerweise, die hier rascheln. Es ist mucksmäuschenstill.
Nach 7 Kilometern sind wir jetzt etwa die halbe Rundtour gelaufen, sind jetzt auch am höchsten Punkt der Wanderung auf 1550 Meter, quasi fast auf Augenhöhe mit unserem Vulkan, der dann noch ein bisschen durch den Wald durchspitzt. Jetzt geht die Umrundung quasi weiter und wir schauen uns die zwei Vulkane jeweils von der anderen Seite nochmal an. Einmal geht es noch durch das Lavafeld des Chiniero. Schaut das wüst aus. Ich komme mir schon ein bisschen vor wie Mad Max. Die Erde nach dem Super-Meteoriteneinschlag. Au, ich klemm. Also man muss ja. Man kann hier hervorragend seine Schuhe übrigens kaputt machen. Mit diesem scharfkantigen Lavazeug. Drin rumklettern sollte man nicht. So. Und weil es hier so krass cool ist, machen wir hier einfach mal Pause. So eine Pause-Location hat man nicht so oft. Einen bequemen Stein zu finden wird natürlich jetzt schwierig. Und sonst piekt es einem ganz schön wohin. Ja, vielleicht war das doch keine so gute Idee. Wir haben keinen bequemen Stein zum Draufsetzen. Wir können hier keine Pause machen. Auf der Tour wird öfter mal hier gereinigt. Großer Sport hier auf der Tour. Schuhe sauber machen. Sand und Wald. Jetzt vom Ende der Tour taucht auch nochmal der Garachico auf. Zum Abschluss können wir auch nochmal Bäumchen streicheln. Schön. Ich glaube, sowas hätte ich gerne mal als Weihnachtsbaum in Deutschland. Hat noch viel Platz, um Lametta reinzuhängen. Nicht? Nein, ich bin gar kein Freund von Weihnachtsbäumen. Ich finde sowas überflüssig. Am Ausgangspunkt unserer Wanderung angekommen, der Arenas Negras. Das ist so Grill- und Picknickstelle hier mitten im Kiefernwald. Tourfazit. Eine schöne, einfache Wanderung mit vielen A's und O's und Ausblicken. Also wirklich wunderschön. Es ist einfach zu gehen. Aber das ist auch nicht der Anspruch dieser Tour, hier irgendwie einen anstrengenden Wandersteig hinzulegen, sondern einfach diese tolle Natur erlebbar zu machen, und das gelingt hier wunderbar. Es ist herrlich abwechslungsreich und man hat wirklich tolle Ein- und Ausblicke. Nur zu empfehlen. Und was uns total überrascht hat, es ist heute Sonntag, es ist bestes Wetter, na gut, wie meistens auf Teneriffa, aber es ist echt wenig los gewesen. Wir haben vielleicht in Summe über die vielen Stunden hier 20 Wanderer gesehen, wenn es hochkam. Also wirklich gut. Und ich latsche hier gerade ein bisschen doof um die Park herum. Bevor wir in unseren weißen Blitz einsteigen und hier die Serpentinen wieder runterflitzen, kurz noch die Routenstatistik. In Summe waren es jetzt doch nur 12 Kilometer, keine 14, wie ich gesagt habe, mit 370 Höhenmeter im Auf- und im Abstieg.
Noch ein letzter Blick in meine hübschen Bäumchen hier. Echt. Kann was die Ecke. Vollgas? Vollgas. Also, gleich mal ein Pro-Tipp zum Einstieg. Also, Kleinstwagen ist auf dieser Insel ein schwieriges Unterfangen.